Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie. Ich habe mal wieder Post bekommen, diesmal aus Wien, von Lomography mal wieder. Wenn ihr den Titel des Videos fleißig studiert habt, dann wisst ihr auch schon, was drin ist. Ohne viel Umschweife machen wir es einfach mal auf. Sicher verpackt wie Fort Knox. Ein Lieferschein. Verpackungsmaterial. Ein TMAX 400 5er Pack als Rollfilm. 3 Tri-X 400 von Kodak. Ein wenig Fomapan Kleinbildfilm. Dann haben wir hier den Portra 160 als Kleinbildfilm, 2 Patronen. Und das eigentliche Prachtstück der Bestellung. Das Lomography Daguerreotype Acromat, 64 mm Offenblende 2.9 Art Lens für Nikon-Kameras. Das Plastik freundlich die Katzen dann wieder. So. Und ich glaube, das gucken wir uns im Detail mal an. Das Daguerreotype Acromat von Lomography ist dem Design von Chevalier nachempfunden und ist somit mit einem Objektivdesign, das sehr, sehr ursprünglich ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass Lichtstrahlen unterschiedlicher Farben beim Übergang in ein optisch dichteres Medium unterschiedlich stark gebrochen werden. Vielleicht um hier ein bisschen physikalischen Background mit einzubringen. Das heißt, die Farben werden unterschiedlich stark gebrochen und somit können die einfachsten Linsen nicht alles, das gesamte Farbspektrum scharf darstellen. Was Chevalier damals gemacht hat, ist ein Linsendesign zu entwickeln, was eben diese chromatische Aberration, nämlich das unterschiedliche Brechen von Lichtfarben verhindert, indem er einfach eine zweite Linse hinter die erste gesetzt hat, die eben entsprechend wieder zurückbricht. Das war somit die erste Optik, die man auch für die gewerbliche Fotografie nutzen kann. Und die wurde in Paris 1839 zum Patent angemeldet und war damit die Optik, die für Daguerreotypien am häufigsten genutzt wurde. So erklärt sich der Name. Das Daguerreotype Acromat Objektiv von Lomography ist das zweite in der Reihe der sogenannten Art Lenses nach dem Petzval 85. Danach kam das Petzval 58 mm. Es hat eine Brennweite von 64 mm und eine Lichtstärke von 2,9. Das an sich schon relativ ungewöhnlich. Mir ist kein anderes Objektiv bekannt, das diese Lichtstärke oder diese Brennweite hat. Weit offenblendig sieht man den Effekt noch nicht. Dann ist tatsächlich das Licht noch unscharf gebrochen, so dass das Ganze in einen unscharfen Schleier verborgen ist, und wenn man es abblendet, wird dann das Bild erst scharf, sodass man Offenblende eben solche Bilder produzieren kann. Wenn wir reingucken, ist das Ganze wieder sehr hochwertig produziert, wie schon beim Petzval.
The New Dawn of Photography. Hier ein Buch mit Tipps und Tricks. Ein bisschen zur Hintergrundgeschichte, die ich gerade zusammengefasst habe. Und natürlich ganz vielen Beispielsbildern. Dann ist hier die Garantiekarte. Garantiebestimmung. Und da ist das Objektiv selbst. Unglaublich gut eingepackt. Okay, da ist das Objektiv. Das glänzt noch mehr als das Petzval. Hier ist der Fokusring. Das heißt, man fokussiert nicht mehr so umständlich wie beim Petzval-Objektiv. Fokusring. Die Blende ist hier dann über Steckblenden realisiert. Ich nehme an, die werden hier mit drin sein. Das ist die japanische Garantiekarte. Eine Systemübersicht. Das kann einmal an die Seite. Wie auch bei den anderen Art Lenses von Lomography ist auch hier so eine Ledertasche mit dabei. Die kenne ich jetzt schon von dem Petzval-Objektiv. Dann werden hier wahrscheinlich die Blenden drin sein. Achso, das ist nochmal eine separate Anleitung in unterschiedlichen Sprachen. Interessant. Ich schiebe das mal hier rüber. Hier sind die Blenden und wie auch beim Petzval ein Mikrofaserputztuch. Und die sind tatsächlich gar nicht schlecht. So. Dann schauen wir mal bei den Blenden rein. Es gibt ja, wie beim Petzval auch, hier diese Steckblenden mit unterschiedlicher Blendenzahl. Jede Menge Müll. Das sind diese Sonderblenden, die dann so ein Sternmuster geben oder auf jeden Fall die Highlights in der Aufnahme modifizieren, wenn man unscharf gestellt hat. Also das Bokeh beeinflussen. Dann werden das hier die regulären Rundenblenden sein, nehme ich an. Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die Sonderblenden sonderlich viel benutzen werde. Die habe ich auf jeden Fall beim Petzval-Objektiv nicht vermisst. Hier F16, F4. So, 5,6 und 2,9.
Das sind die Blenden. Ich hole mal eben das Petzval-Objektiv und die Blenden dazu. Das sind die Blenden vom Petzval-Objektiv. Die scheinen etwas größer zu sein. Hier ist das Objektiv selbst. Vielleicht auch einmal zum Größenvergleich. Also ungefähr gleich lang. Aber das hier Achromat ist doch schon deutlich schmaler, zumindest vorne. So, einmal die Probe aufs Exempel. Das würde passen tatsächlich, wenn es auch sehr locker sitzt. Das sind die Petzval-Blenden, dass die ins Petzval-Objektiv passen, ist ja klar. Hier, okay, die sind zu breit, aber die gehen ins Petzval. Das ist ja dann schon mal ein Mehrwert. Auffällig ist, dass dieses Platzhalterplättchen hier fehlt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das vom Design her hier zwischen den Glasgruppen ist und dass hier tatsächlich die ganze Optik hinter dem Schlitz liegt. Das Ganze sieht nämlich so, dass dieses lange Ding seine Objektive tatsächlich da unten nur hat. Hier ist einmal die Gegenlichtblende, die man abnehmen kann. Und dann guckt man da relativ weit ins Dunkle, bevor man da zu einem Objektiv kommt. Oder zu einer Linse kommt. Auch hier ist viel Abstand. Ist aber, wie gesagt, gar nicht schlimm. Denn tatsächlich muss das Objektiv stark abblenden, sodass hier der vordere Tubus selbst schon einen Blendeffekt hat. Klingt merkwürdig, ist aber so. Dazu gab es hier, den habe ich mir dazu geholt, den Makroadapterring. Das ist im Grunde ein Umkehrring für die Filtergröße von 40,5 mm. 40,5 mm kennt man sonst von Leica, Schraubleica-Objektiven, die haben die Größe üblicherweise. So, dann müssen wir mal gucken. Das setzen wir wieder drauf. Dann kann man das abnehmen. Ich habe keine Ahnung. So, das ist ein Bajonett. Genau, hier kann man das aufschrauben. Und ich hole mal schnell eine Nikon dazu. So. Dann kann man das nämlich umgekehrt benutzen, um Makrofotos damit zu machen. Das hat ohnehin irgendwie einen relativ kurzen Mindestabstand. Das hat ohnehin einen relativ kurzen Mindestabstand. So mit Umkehrring kommt man ungefähr auf 4,5 cm. Also quasi dem Auflagemaß, das das normalerweise hier in der Kamera hätte. Das heißt, da kann man schon sehr nah mit rangehen. So, alles in allem wirkt das sehr gut verarbeitet. Vielleicht sogar ein bisschen besser noch als das Petzval-Objektiv. Also es wirkt sehr wertig. Gerade auch wegen dem
Und ja, die Blenden halten richtig fest. Beim Petzval ist es ja, wenn man nicht ganz nah oder ganz fern gestellt hat, dass die Blenden ein bisschen leichter rausfallen. Hier überhaupt kein Problem. Ja, das war das Unboxing zu meiner Lieferung des Lomography Daguerreotype Achromat 64 mm f2,9 Art Lens. Das ist mit Abstand der längste und dürfste Name in der Geschichte der Objektive. Aber das macht einen wirklich sehr guten Eindruck und ich werde natürlich berichten, wie es sich so schlägt. Ansonsten danke ich fürs Einschalten, fürs Liken, Teilen und Kommentieren natürlich auch. Und ich bin mal wieder raus. Ciao.